Hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Brookworld zu einem weiteren Update-Video hier aus meiner kleinen, wachsenden Stadt, die hier noch im alten Layout steht, aber bald ins große neue Layout übergehen wird und dort noch viel mehr Platz haben wird. Aber heute anderes Thema, denn wir wollen heute weiter bauen an der Stadt und wir werden auch heute wieder hier im Bereich der Altstadt, der Türme und der Stadtmauer arbeiten. In den letzten beiden Episoden hatten wir hier unser großes Chaos angerichtet und hier hinten in diesem Bereich gearbeitet. Also wir hatten hier angefangen mit der Treppenkonstruktion nach oben zur Stadtmauer, hier oben das Gebiet und vor allem auch das hier unten durch das alte Stadttor hindurch und auch den ganzen Bereich hier vorne. Und hier möchte ich heute tatsächlich weiterarbeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie es aussehen wird, wenn wir haben hier auch noch so einen Weg nach oben. Da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich würde aber tatsächlich gerne auch anfangen, hier irgendwo endlich mal ein erstes Gebäude in der Altstadt anzufangen zumindest. In letzter Episode dachte ich, wir bauen hier eins, aber da muss ich mal schauen, wie das ist, weil wir haben hier oben ja auch noch unseren Weg. Da muss ich mal schauen, wie sich das Ganze eigentlich ergeben kann. Vielleicht bauen wir auch heute einfach mal hier ein Gebäude einfach mal so mitten rein, damit wir einfach mal irgend so ein Gefühl dafür kriegen, wie sich das Ganze entwickelt. Dafür müssen wir aber auf jeden Fall hier erstmal ein bisschen aufräumen und vor allem neue Module anfangen, damit wir hier auch Platz kriegen für das Ganze. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wir werden nicht kein komplettes Haus bauen, dafür habe ich A, nicht alle Steine da und B, weiß ich noch nicht genau, in welche Richtung ich gehen möchte. Aber ich denke so, Erdgeschoss wird auf jeden Fall das werden und außenrum, einfach um mal hier ein bisschen voranzukommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und bleibt dran und wir sehen uns gleich wieder. Und hier seht ihr meine ersten Arbeiten, was jetzt hier den Bereich angeht. Und zwar seht ihr, erstens, ich habe jetzt hier erstmal noch ein bisschen was von dem Grünzeug entfernt. Ansonsten habe ich hier das Kopfsteinpflaster weiter rübergezogen bis zur Kante des Moduls. Ihr seht, hier habe ich ein neues Modul angefangen, hier und hier noch nicht. Denn diese Holzplatte ist breiter als, geht weiter rüber, als dass hier noch ein ganzes Modul reinpasst. Die Holzplatte kommt hier auf den neuen Tisch weg und wird besser angepasst. Deshalb lassen wir das erstmal hier. Und das hier ist der Grundriss für das erste Gebäude hier in der Altstadt. Ich habe jetzt doch dazu entschieden, nicht hier hinten einen Weg hochgehen zu lassen, denn wir haben hier ja unseren Weg, der von vorne kommt und dann wird das Ganze hier ein bisschen eng. Jetzt habe ich mich entschieden, dass wir hier grünen Streifen machen, in Anführungsstrichen. Dann wird die Felswand hier so rumgezogen, sodass wir hier ein bisschen auf eine Höhe kommen. Und hier wird das erste Gebäude stehen und hier wird dann wahrscheinlich noch eine Treppe nach oben gehen. Das ist alles noch in ferner Zukunft, aber ich habe hier jetzt den Grundriss für unser erstes Gebäude. Ich glaube, auch von der Größe passt es eigentlich ganz gut. Ich habe es schräg gestellt, es ist an 2 Stellen fixiert, hier vorne und auch hier. Hier steht jetzt auf Stützen einfach auf, weil wir das Modul hier drüben nicht haben, aber das ist ja kein Problem. Und wie ich schon angesprochen habe, die Gebäude werden auch modulübergreifend sein, was aber kein Problem ist, weil man sie einfach aufsetzt. Ich wollte auf jeden Fall eine Struktur haben, die jetzt nicht wieder im 90-Grad-Winkel steht, einfach um den natürlichen Look zu haben. Wir haben jetzt hier schon relativ viel 90-Grad-Winkel wieder durch die Mauer, was aber kein Problem ist. Und das wird sozusagen das erste Gebäude. Dann werden wir jetzt mal schauen, wie wir hier weiter machen. Werden wir den Weg hier noch vorziehen müssen. Mal schauen, wie es hier mit der Mauer weitergeht. Ich nehme an, dass wir hier einfach grundsätzlich ein bisschen mehr den Weg hier vorgehen. Dann wird der Weg hier eben, wie gesagt, vorgehen zur Treppe. Und dann werden wir hier, glaube ich, noch ein bisschen mehr grün machen oder irgendwas anderes, was noch passt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das schon mal ein guter Anfang. Ich mache jetzt hier weiter und wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Eine kleine Info zwischendurch, bevor ich es vergesse, und zwar ab heute bis zum 22.11. gibt es bei meinem Beleuchtungspartner Illuminate Bricks, ihr befindet einen Link oben rechts im Video oder unten in der Videobeschreibung, mit dem Code hier Early Bird 15% auf alles, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr wisst, wenn ihr die Videos öfter schaut, dass ich eigentlich alles hier mit dem System beleuchte. Hier vorne im Bereich der Stadtmauer, auch hier die Gebäude, die ja dann noch woanders hinkommen werden. Die ganze Beleuchtung hier mit den Fahrzeugen etc. Auch das System hier, dass die Autos so abnehmbar sind und einfach dann wieder leuchten, wenn man sie draufsetzt. Ebenso wie die ganze Beleuchtung hier im Bahnhof. Das betrifft natürlich auch die Beleuchtung hier im Musikladen. Alles das ist mit den Elementen von Illuminate Bricks beleuchtet. Ebenso auch hier unten alles. Und wie gesagt, wenn ihr den Code benutzt. Ich gehe nochmal nach vorne, damit ihr ihn gleich nochmal seht. Ich blende ihn am besten gleich auch nochmal ein. Early Bird, dann bekommt ihr 15% auf alles.
ab heute bis zum 22.11. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, schaut einfach mal rein. Und wenn ihr dort was kauft, über meinen Link unten oder rechts, wie gesagt, dann unterstützt ihr auch die Brickworld ein bisschen damit. Darüber würde ich mich auch sehr freuen und vielen, vielen Dank. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt mit dem Haus weiter angefangen, habe mich dazu entschieden, dass das Ganze in 10 sein wird. Und ich arbeite gerade relativ viel mit diesen Jumper Plates, die hier drin sind, einfach um ein bisschen Struktur in das Gebäude reinbringen zu können und auch ein bisschen halben Versatz zu haben. Ihr seht zum Beispiel hier, dieser Fensterbogen ist mit 3 von diesen Dingern nach vorne gesetzt, damit einfach ein bisschen mehr Struktur reinkommt. Ab und zu baue ich so einen Mauerstein rein, in der gleichen Farbe, einfach um so ein bisschen zu zeigen, dass das hier eigentlich mal verputzt wurde, aber eigentlich so Steinstruktur drunter ist. Dann habe ich hier noch so ein Schild eingebaut, so ein Schild, den ich einfach noch hier gerade gefunden hatte, einfach noch ein bisschen was reinzubringen. Und glücklicherweise kam auch gerade noch eine neue Lieferung mit mehr von diesen Headlight-Blocks. Das heißt, ich kann das hier vorne auf jeden Fall heute noch zumachen, damit wir hier auch ein schönes Gesamtbild kriegen. Aber ich bin jetzt schon recht zufrieden mit dem, wie sich das Ganze hier entwickelt. Also mir gefällt es auf jeden Fall mit der Farbgestaltung, mit der Struktur. Und ich werde jetzt hier weiterbauen und dann schauen wir einfach mal, was wir heute Hier seht ihr jetzt den weiteren Fortschritt. Ich habe das Erdgeschoss vom Design her auf der Seite soweit fertig. Mir gefällt es, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Ich habe auch den Übergang hier in diese Holzkonstruktion nach oben in den 2. Stock mal so testweise gebaut. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt, wie ihr das findet. Ich habe jetzt nicht unbedingt so viele Steine, um das ganze Gebäude jetzt fertig zu bauen, weil ich ja, wie gesagt, erstmal nur Designtests hier vorne mache. Nichtsdestotrotz habe ich hier den Weg noch bis nach vorne gezogen, noch ein bisschen Grünzeug eingearbeitet und eine Laterne da hinten eingebaut, damit wir einfach noch ein bisschen Licht hier reinkriegen. Aber ich muss sagen, als erstes Gebäude hier in der Altstadt, so für den Anfang gefällt es mir wirklich gut. Ich finde auch die Schräglage hier drin, also es ist nicht im 90-Grad-Winkel, macht nochmal einiges aus. Und was ich jetzt auf jeden Fall noch machen möchte, ist, dass ich hier zumindest noch ein bisschen die Mauer hochziehe, das hier begrüne und vielleicht auch da hinten noch ein bisschen weiter begrünen. Vielleicht setze ich da noch einen Baum ein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das wäre noch ein ganz guter Abschluss für das heutige Update. Und zum Ende ein ganz kurzer Blick von oben, bevor wir hier um den großen Turm herumgehen und uns anschauen, wie das Ganze heute geworden ist. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe jetzt hier noch einen Baum eingesetzt. Der ist übrigens gemopst von unserem Modul für den größten neuen Häuserblock, der dann drüben in die neuen Räumlichkeiten kommt, weil ich dort einen höheren Baum einbauen möchte, anstatt den. Und anstatt den hier umzubauen, habe ich den jetzt einfach übernommen und hier reingesetzt. Der passt relativ gut hier rein. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen runtergehe, seht ihr nochmal, wie das Ganze aussieht. Ich habe hier die Mauer, die Stadtmauer, da kommt die Treppe runter, noch ein bisschen weitergezogen. Ich muss ja mal schauen, wie weit ich hier runterkomme. Bisschen weiter begrünt. Der Übergang zwischen den beiden Modulen ist kaum zu sehen. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und ich bin wirklich sehr zufrieden, wie sich das Haus hier entwickelt. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ebenso, was wir hier vielleicht reinbauen könnten, weil es könnte ja sein, dass es hier auch schon ein Geschäft geworden ist in der neueren Zeit oder sonst irgendwas. Und ja, ich würde sagen, was auch noch interessant ist, ihr könnt mir noch sagen, was hier oben reinkommen soll. Also nicht reinkommen, sondern ob ihr Designideen habt für den oberen Bereich. Ich würde da eher jetzt in Richtung Fachwerke gehen. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für jedes Abo. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst, wenn hier neue Videos aus der Brickworld erscheinen. Und ansonsten einfach vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Viel Spaß beim selberbauen natürlich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder in der Brickworld. Tschüss.